Hallo, heute sind wir im Zoo Duisburg. Ja, wir sind heute hier bei unseren südamerikanischen Riesenottern. Die Otter leben hier in einer großen Familiengruppe, haben aber für den Tierarzt leider den entscheidenden Nachteil, dass wir sie noch nicht gut trainiert haben. Das heißt, alle Sachen, die wir an den Ottern vornehmen, sei es auch nur mal eine Blutuntersuchung oder ein Ultraschall oder auch nur das Gewicht zu bestimmen, erfordert halt bei uns eine Narkose. Das heißt, um das Gewicht zu nehmen, würden wir natürlich kein Tier in Narkose legen. Macht es aber sehr schwierig, wenn wir das mal müssten, um das Narkosemittel wirklich genau zu dosieren. Von daher ist es für uns einfach ein ganz großes Anliegen, die Tiere im medizinischen Training zu trainieren. Das ist ein großer Zeitfaktor, der im Zoo meistens nicht immer jeden Tag zur Verfügung ist. Dafür haben wir ganz tolle ehrenamtliche Helfer hier im Zoo. Das ist zum Beispiel die Frau Lagerwey, die seit 15 Jahren hier immer rumwuselt und uns zur Seite steht und uns hilft. Und die auch noch ausgebildete Hundetrainerin ist, was ihr natürlich den entscheidenden Vorteil verschafft, dass sie einfach genau weiß, was sie hier tut und wie sie ein Training aufbauen kann. Und wie das funktioniert, das wollen wir jetzt einfach mal sukzessive begleiten, von Anfang bis Ende. Also bislang sind die Otter noch gar nicht trainiert. Und wir fangen jetzt wirklich an, die Otter zu konditionieren, um dann wirklich das erste Endziel, was wir uns gesetzt haben, ist wirklich, die Otter lassen sich vereinzeln, gehen einzeln auf die Waage, wir können ihr Gewicht nehmen. Das ist das Ziel, was wir uns gesetzt haben, und wir schauen jetzt mal, wie das umgesetzt wird. Das Training bei den brasilianischen Riesenottern ist begonnen worden mit einer Vorkonditionierung. Die sah so aus, dass die Tiere kennengelernt haben, dass auf einen Pfiff mit einer Pfeife in einer bestimmten Frequenz ein Futterstück folgt. Was die Tiere dazu gebracht hat zu verstehen, dass jedes Mal, wenn der Pfiff kommt, etwas Gutes zur Folge hat. Nach der Vorkonditionierung sind die Tiere immer weiter an ein Target, das ist nichts anderes als ein zum Beispiel Intervall, an einer Verlängerung gewöhnt worden, um die Tiere damit zum Beispiel auf einer Waage irgendwann zu stationieren. Das Stationieren am Target hört sich erstmal ganz einfach an. Da die Tiere den Target aber überhaupt nicht kannten, musste da schon jedes Hinsehen, jede Bewegung Richtung Target belohnt werden. Und da war jedes Tier unterschiedlich motiviert, das Ganze mitzumachen. Zum einen hatten sie am Anfang eigentlich alle erstmal Respekt vom Target und mussten sich erstmal daran und dann natürlich auch an meine Person gewöhnen. Die Tiere haben völlig unterschiedliche Trainingsstände, was aber auch normal ist. Die Tiere sind unterschiedlichen Alters. Wir haben zum einen die Amana, die ist 2005 geboren, der Maldito ist aus dem Jahr 2007. Guapo und Pequeño sind Wurfgeschwister und 2012 hier in Duisburg geboren. Die beiden Jungs, Guapo und Pequeño, sind total motiviert bei der Sache, finden, dass es eine super Abwechslung und Bespaßung auch für sie
Es ist ja nicht nur, dass das Training dem tiermedizinischen Zweck dient, sondern auch der Beschäftigung der Tiere. Amana und Maldito sind aufgrund ihres Alters nicht mehr so sehr zu begeistern, solche Sachen mitzumachen, beziehungsweise haben länger gebraucht, um Vertrauen zu mir zu fassen. Bei Amana läuft es auch schon recht gut. Sie kommt auch schön an den Target, lässt sich mittlerweile am Zaun hochstellen. Das hat sehr lange gedauert, bis sie das erste Mal gezeigt hat. Maldito versucht immer noch mindestens ein Körperteil im Schieber zu halten, damit er sich nochmal zurückziehen kann. Aber auch, dass Maldito sich überhaupt für den Target und für ein Training entschieden hat, da mitzumachen, ist für ihn schon ein großer Fortschritt. Er ist immer derjenige, der recht spät von der Anlage reinkommt, also immer als letzter. Als ältestes Männchen der Gruppe ist es natürlich auch Malditos Aufgabe, die Gruppe nach hinten hin abzusichern. Und das zeigt er halt im Training auch immer, dass er da doch eher skeptisch ist. Die beiden Jüngeren der Gruppe, Pequeño und Guapo, die machen super schön beim Training mit. Auch da haben wir unterschiedliche Trainingsstände immer noch. Aber auch der Guapo, der den roten Ball hat, macht super Fortschritte im Training. Bei ihm hat es auch etwas länger gedauert, bis ich ihn überhaupt an den Target bekommen habe, beziehungsweise dass er überhaupt irgendwas mitgemacht hat. Aber auch diese Unterschiede im Training zeigen, dass jedes Tier ganz individuell zu behandeln ist und einfach ein Individuum, und man sich darauf einstellen sollte im täglichen Training mit den Tieren, dass man nicht erwarten kann, dass jeder den gleichen Stand hat. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.